Hallo zusammen, heute zeige ich euch, wie man handgezogene chinesische Nudeln Lamien macht. Damit ihr mir glaubt, dass das wirklich funktioniert nach meiner Methode und nicht die Zeit mit dem Schauen des ganzen YouTube-Videos verschwendet, zeige ich euch jetzt, dass es wirklich funktioniert. Nun, wir kommen zu den Zutaten und den nötigen Gerätschaften, die es braucht, um die Nudeln herzustellen. Das erste, was es braucht, ist Mehl. Und beim Mehl, was wichtig ist, ist, dass es eben nicht das ganz normale, handelsübliche Mehl ist, sondern es ist eigentlich feineres Mehl. Es ist nämlich Mehl mit einem relativ tiefen Proteingehalt, idealerweise mit 8,5 Gramm pro 100 Gramm Mehl. Hier ist ein Mehl, das ich in Frankreich gefunden habe, es ist dort ziemlich billig. In der Schweiz gibt es solches Mehl leider fast nicht zu erwerben. In Deutschland und in den USA, auch in Frankreich, sollte man es in den meisten Supermärkten finden. Dann Wasser, hier ganz normales Hahnenwasser, es braucht hier nicht irgendwelches spezielle Mineralwasser. Dann ganz gewöhnliches Salz und schließlich noch als letzte Zutat hier Potasche. Potasche ist Kaliumcarbonat. Das wird auch als Backtriebmittel zum Teil für Lebkuchen verwendet und ihr findet das zum Beispiel in Reformhäusern, Drogerieren oder auch im Online-Versand. Und als letztes braucht es natürlich auch noch eine gute Waage. Nun, dann fangen wir damit an. Als erstes messt ihr 750 Gramm dieses Mehls ab. Es müssen dabei nicht unbedingt 750 Gramm sein, das Wichtige ist offensichtlich das Verhältnis. Das Verhältnis von Mehl zu Wasser ist 1 zu 0,6 in Gewicht. Ich messe hier die 750 Gramm ab. Genau. Stellt sie wieder auf 0 und mache jetzt in diesem Verhältnis entsprechend 450 Milliliter Wasser, entsprechend 450 Gramm Wasser dazu. Okay. Und jetzt zu den beiden letzten Zutaten, Salz und Potasche. Hier braucht es nicht so viel, circa einen halben Teelöffel Salz und auch circa einen halben Teelöffel Potasche. Potasche findet ihr übrigens zum Beispiel in Reformhäusern oder Drogerien. Oder auch online kann man es beim Backbedarf häufig finden. Das Ganze nun zuerst selbst etwas mit einem Gummischaber oder einem großen Löffel umrühren, damit sich das Ganze vermischt. Und danach, sobald das einigermaßen vermischt ist, lasse ich das Ganze automatisch umrühren. Es ist übrigens nicht nötig, dafür eine Teigknetmaschine zu verwenden. Es gibt genügend Videos von Leuten, die es in China machen, die das auch ohne Teigknetmaschine machen. Da die ganze Kneterei aber ziemlich anstrengend ist und wir die auch sowieso noch machen müssen von Hand, mache ich den Anfang lieber mit der Maschine. Gut, das Ganze hat jetzt ca. 10 Minuten lang hier geknetet. Wir schauen mal nach jetzt, ob der Teig die richtige Konsistenz hat. Wenn man so schaut, sieht man schon, wie sich das hier von alleine lang zieht. Das ist sicher ein gutes Zeichen. Ja, das sieht doch eigentlich schon ganz gut aus, wenn man das sich so anschaut. Wichtig ist von der Klebrigkeit des Teiges her, die muss so sein, dass wenn man es auf eine saubere Oberfläche legt, der so ein bisschen klebt. Sonst ist er zu trocken. Das scheint mir hier jetzt nicht schlecht zu sein, eher etwas auf der trockenen Seite. Wenn es wirklich zu trocken ist, kann man Wasser hinzufügen. Das Einfachste ist hier, wenn ihr auch so eine Flasche habt, wie hier mit einem kleinen Loch im Deckel, wo man hier ganz einfach etwas Wasser hinzugeben kann und dann das Ganze wieder zukneten. Jetzt kommt der anstrengende Teil der ganzen Sache. Jetzt geht es darum, diesen Teig so zu kneten, dass er wirklich ziehbar ist. Das Konzept dabei ist immer dasselbe. Lang machen und wieder zusammenfalten, etwas verdrehen, wieder lang wieder zu einer Wurst kneten und dann wieder etwas länger machen und wieder zusammenfalten. Und das machen wir jetzt etwa die nächste halbe Stunde.
Gut, inzwischen 3 Minuten später seht ihr, der Teig hat inzwischen doch eine bessere Konsistenz angenommen. Das funktioniert schon viel besser. Reicht aber noch nicht, das scheint mir weiterhin eher etwas zu trocken zu sein. Am Anfang war er übrigens wirklich zu trocken, auch jetzt klebt überhaupt nicht. Etwas kleben muss er, sonst ist er einfach zu trocken. Schauen wir mal. Immer noch eher auf der trockenen Seite. Und ihr seht, das Prinzip ist immer, das Ganze in die Länge zu ziehen und dann wieder übereinander zu falten, damit das ganze Gluten, das ganze Protein aus dem Weizen in die gleiche Richtung ausgerichtet ist. Immer noch zu trocken. Das ist normales Wasser, nicht Öl oder so. Und wieder 5 Minuten später, der Teig hat inzwischen nochmals eine bessere Konsistenz. Ich habe ihn auch großzügig gewässert und langsam kann man ihn wirklich ziehen. Der Trick, um ihn dabei zu ziehen, ist eben, dass man nicht einfach auseinanderreißt, sondern mit dem Eigengewicht des Teiges arbeitet. Okay, genau. Und jetzt kommt auch die Technik, dass man das Ganze verdreht und dann wieder zusammen macht. Und wieder mit dem Eigengewicht und wieder verdreht. Und zusammen und dann wieder verdreht. Gut, seht ihr, zwischenzeitlich ist es etwas unregelmäßig geworden, das Ganze. Das weist darauf hin, dass der Teig eben noch nicht bereit ist, um wirklich Nudeln daraus zu ziehen. Dafür braucht er noch mehr Arbeit und er ist auch immer noch etwas trocken. Der Teig trocknet während dem Kneten natürlich auch aus, er gibt Feuchtigkeit an die Umgebung ab, an den Stein hier, an die Luft, deswegen muss man ihn auch immer wieder nachfeuchten. Gut, inzwischen wieder 5 Minuten später zugegebenermaßen waren es eher weniger, für euch wird es vielleicht noch länger gehen. Der Teig hat inzwischen eine deutlich bessere Konsistenz nach dem ganzen Kneten. Man sieht das hier an, jetzt lässt er sich wirklich gut schwingen und das Ganze lässt sich auch immer mehr machen. Wenn der Teig diese Konsistenz langsam hat und entsprechend auch solche Fasern wirft, wisst ihr, ihr seid auf dem richtigen Weg. Um daraus wirklich Nudeln zu ziehen, ist es aber immer noch zu früh. Nudeln ziehen könnt ihr eigentlich erst dann, wenn das Ganze sich auch regelmäßig gleich dick bleibt an allen Enden und nicht einfach an einer Stelle ganz dünn und an der anderen ganz breit, weil dann kriegt ihr keine gleichmäßigen Nudeln. Und auch hier immer weiter daran denken, Teig feucht halten. Wenn der Teig zu trocken ist, kann man ihn nicht ziehen und vor allem kann man ihn nicht gleichmäßig ziehen. Wir schauen mal, wie das jetzt aussieht. Ja, das sieht langsam wirklich fertig aus. Wir schauen uns mal an, was das gibt. Versuchen eine Runde zu ziehen. So, wenn das Ganze dann langsam die richtige Konsistenz hat, mehlen wir die Arbeitsfläche ein. Hier wieder mit demselben Mehl, das ich vorher verwendet habe. Und wallen hier das ganze Stück schön glatt aus. Dass es einen schönen Zylinder gibt, den wir dann wieder mit einem scharfen Messer links und rechts abschneiden. Und das übrig gebliebene wallen wir nun hier im Mehl aus, schön, dass es ganz glatt wird und vor allem, dass die Nudeln dann nicht mehr verkleben untereinander. Jetzt brauchen wir etwas Platz, um das Ganze zu ziehen. Beim Ziehen ist es wichtig, dass ihr immer auf die ganze Armlänge zieht und die Bewegung relativ schnell macht, damit die Nudeln gleichmäßig werden. Wenn ihr sie immer nur so eng macht, werden sie sehr ungleichmäßig. Wichtig, wie dünn die Nudeln werden, das hängt von der Konsistenz des Teiges ab, nicht von eurer Technik. Wie gleichmäßig sie werden, das hingegen ist Technikfrage. Gut, dann fangen wir an. Ich lege das Stück hier vor mich, nehme es in beide Hände, hier so, und beginne zu ziehen. Das erste Mal so und dann falte ich das Ganze zusammen, nehme es hier wieder in die Hand
und zum zweiten Schritt. Und wieder falten und zum dritten Schritt. Und immer so weiter. Immer dazwischen auch wieder schön einmehlen, das sollte man nicht vergessen. Und wieder ziehen. Und wieder zusammen. Und wieder ziehen. Und wieder zusammen. Wieder einmehlen. Und jetzt reicht es mir, ich mag sie nicht allzu dünn, die Nudeln. Und so sitzt sie jetzt. Jetzt gehe ich oben hin, reiße sie ab und das ab ins gesalzene Wasser. Die Daumen brauchen jetzt circa 1 Minute, weil sie doch relativ dünn sind. Hier, die Nudeln sind am Kochen, bald sind sie schon gar. Ihr seht, ganz perfekt sind sie nicht alle ganz gleich dick, aber das ist das, was ich im Moment hinkriege. Gut, die Nudeln sind jetzt gar. Ich gieße sie nun ab hier in ein Sieb, ganz normal wie bei anderer Pasta entsprechend auch. Hier etwas schwenken. Was ich manchmal mache, ist sie ganz kurz mit kaltem Wasser abzuspülen. Das ist nicht unbedingt notwendig, aber es verhindert, dass sie ganz sofort wieder verkleben. Schon fertig. Gutes Wasser abschütten. Und hier haben wir unsere Nudeln. Hier servieren wir die Nudeln nun auf einen Teller. Ihr seht hier schön die Nudeln und dazu gibt es Tomate mit Ei, das typische chinesische Gericht, das Sichuan-Shue Zidan, und das wäre jetzt Sichuan-Shue Zidan Ban Mian. Guten Appetit!